In diesem Video soll es mal darum gehen, wie ich mein Wasser so schön klar bekomme und wie das auch bei dir funktionieren kann. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video soll es mal um das Thema klares Wasser gehen. Deshalb möchte ich dir in diesem Video zuerst einmal aufzählen, was alles Gründe sein können, warum dein Wasser nicht klar ist, warum es irgendwie getrübt ist oder so. Und dann schauen wir mal, was man machen kann, um diese Trübung zu entfernen, um das Wasser also wieder klar zu kriegen. Und was meiner Meinung nach halt generell in einem Becken vorhanden sein sollte oder wie ein Becken aufgebaut sein sollte, um klares Wasser einfach die ganze Zeit zu haben. Denn so viel kann ich vorwegnehmen, ich mache in meinen Becken eigentlich nicht wirklich extra etwas, um mein Wasser klar zu kriegen. Tatsächlich habe ich am Anfang in dem 60p spezielle Mittel eingesetzt, erkläre ich dir auch alles gleich, aber in meinen beiden Mini-M mache ich nichts, damit das Wasser besonders klar ist. Ich mache alles ganz normal mit den Wasserwechseln, mit der Düngung, ich füge aber nichts extra hinzu, um die Klarheit des Wassers irgendwie zu steigern, sondern mit einem vernünftigen Bodengrundaufbau und einer vernünftigen Filterung sollte das von selber immer so sein. Fangen wir aber mal vorne an. Was kann jetzt überhaupt dazu führen, dass dein Wasser nicht klar ist? In den meisten Fällen sind das kleine Schwebeteilchen im Wasser, die die Wassertrübung hervorrufen. Das ist dann auch wirklich so eine klassische Trübung. Ja? Also man guckt durch und es ist halt einfach nicht klar, es wirkt so ein bisschen milchig. Nicht unbedingt weißlich milchig, sondern einfach neblig sozusagen. Ich kann euch das jetzt leider schlecht zeigen, da halt meine Becken hier tatsächlich alle klar sind. Aber auf Aquasabi gibt es im Aquascaping-Wiki einen kleinen Beitrag, wo man auch Beispielbilder sieht. Den verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung und da kannst du mal reinschauen, wie das Ganze aussehen könnte. So, diese kleinen Schwebeteilchen sorgen jetzt also dafür, dass sozusagen eine stärkere Lichtbrechung stattfindet und deshalb eben man nicht problemlos durch das Becken durchschauen kann und es nicht perfekt klar ist. Das ist eine Variante. Eine andere Variante, wo das Wasser dann milchig trüb wird, also weißlich trüb, das ist eine Bakterienblüte. Im Endeffekt ist das genau das gleiche wie ein Bakterienrasen. Zum Bakterienrasen habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, ich blende dir das mal oben rechts in der Ecke ein. Schau es dir mal an, denn alles, was ich da zum Bakterienrasen sage, gilt auch für die Bakterienblüte im Becken. Im Endeffekt ist das etwas, was du einfach abwarten kannst. Nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen sollte das von selber verschwinden, du musst da nicht extra eingreifen. Wenn du eingreifen willst, um das Ganze zu beschleunigen, dann ist in diesem Fall deine einzig sinnvolle Lösung ein UVC-Klärer. Also etwas, was du in den Kreislauf des Außenfilters dazwischen schaltest und was über UVC-Licht die Bakterien, die in dem Wasser sozusagen diese Trübung verursachen, abtötet und dann kriegst du auch wieder klares Wasser. Das geht relativ schnell, wenn du so einen UVC-Klärer reinbringst und du eine Bakterienblüte hast, sollte das eigentlich nicht länger als 3 Tage dauern, dann hast du wieder glasklares Wasser. Ist aber, wie gesagt, nur temporär. Deshalb finde ich es persönlich ein bisschen unnötig, dafür jetzt extra einen UVC-Klärer anzuschaffen, wenn du dann irgendwie nach 2 Wochen auch von selber wieder klares Wasser hättest. Aber ich meine, das musst du wissen. Wenn dir das wichtig ist oder wenn du vielleicht auch häufiger Probleme mit einer Bakterienblüte hast, dann ist ein UVC-Klärer vielleicht in dem Fall die richtige Wahl für dich. Was auch passieren kann, ist grünlich trübes Wasser. Das ist dann keine Bakterienblüte, sondern eine Algenblüte. Im Endeffekt sind das alles Grünalgen. Das, was du dann so frei im Wasser hast, das sind grüne Staubalgen oder Schwebealgen. Und da gelten eigentlich auch wieder dieselben Maßnahmen wie für Grünalgen. Auch gegen Grünalgen habe ich schon mal ein Video gemacht. Auch das findest du oben rechts in der Ecke. Schau es dir mal an, falls dein Wasser grünlich trüb ist. Da hilft auch nicht wirklich ein UVC-Klärer gegen. Er kann eine Ergänzung bieten, aber er ist keine absolute Lösung dagegen, weil die Algen eben nicht nur im freien Wasser sind, sondern in der Regel ja dann auch an Pflanzen und sich von da aus natürlich wieder weiter verbreiten können, anders als die Bakterien das in den meisten Fällen sind. Deshalb ist bei einer Algenblüte sind halt andere Maßnahmen auch noch erforderlich, um die Algen als solche auch einzudämmen. Die dritte Art und Weise, wie dein Wasser getrübt sein kann, ist eine Einfärbung über Tannine und Huminsäuren. Das passiert vor allem entweder dann, wenn du ein Becken mit frischem Soil neu einfährst und neu aufgesetzt hast. Muss nicht passieren, kann aber sein. Aber vor allem dann, wenn du eben in deinem Becken viele Hölzer, viele Wurzeln einsetzt, die Huminsäuren und Tannine abgeben. Das ist dann diese bräunliche, bernsteinfarbene Färbung des Wassers. Das Interessante ist, das Wasser wird dadurch nicht getrübt, sondern das Wasser bleibt eigentlich klar im Wortsinn von klar, aber es ist gefärbt. Es ist halt bernsteinfarben bräunlich gefärbt. Du kannst trotzdem problemlos durchgucken, hast aber halt eine Farbe mit drin. Um das rauszukriegen, das ist ein bisschen schwieriger, denn eigentlich musst du dafür sorgen, dass halt diese Huminsäuren nicht mehr weiter vom Holz abgegeben werden. Da kann Auskochen gegen helfen, aber je nachdem, wie groß dein Holz ist, wie groß deine Wurzeln sind, ist Auskochen halt keine Option. Dann geht das nicht anders.
Was dann eigentlich nur hilft, ist abwarten, bis eben alle Säuren, alle Huminsäuren aus dem Holz raus sind. Und das kann sehr lange dauern. Eine andere Option, die dagegen hilft, wo du dich aber natürlich auch ein bisschen drum kümmern musst, ist ein spezielles Filtermaterial, und zwar das Seachem Purigen. Das ist ein spezielles Filtermaterial von Seachem, also von der Marke Seachem, was du einfach in deinen Filter tust und was gerade für solche Verfärbungen wirklich gut funktioniert. Soweit ich weiß, auch tatsächlich das Einzige, was dahingehend diese Leistung quasi bringt, damit wirbt Seachem auch entsprechend. Das funktioniert aber wirklich. Also das zusammen im Filter, das sorgt dafür, dass gerade diese Färbungen aus dem Wasser entfernt werden. Link dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Das Zeug ist halt irgendwann gesättigt, ja, dann kann es nicht weiter aufnehmen, nicht weiter rausfiltern, aber man kann das regenerieren. Man nimmt das dann aus dem Filter raus, muss da irgendwas Spezielles mitmachen, steht da auch alles in der Anleitung und dann funktioniert es wieder so wie vorher und das kann man quasi beliebig oft regenerieren. Also ist das etwas, was man durchaus auch dauerhaft einsetzen könnte, wenn du halt wirklich Holz da drin hast, was ewig lange Huminsäuren ins Wasser haut. Die Färbung ist allerdings wirklich überhaupt kein Problem. Also den meisten Fischen und Garnelen tut es sogar gut, wenn Huminsäuren im Wasser sind. Das ist dann etwas mehr wie der natürliche Lebensraum. Also was die Lebewesen angeht, ist das etwas, was wirklich positiv ist. Die Frage ist halt, stört es dich in deinem ästhetischen Empfinden? Willst du halt lieber durchsichtiges, farbloses, klares Wasser haben? Das musst du dann im Endeffekt entscheiden. Ganz generell, bei Trübungen, bei Verfärbungen, bei irgendetwas, was deine Wasserdurchsichtigkeit sozusagen beeinflusst, helfen immer größere Wasserwechsel. Und es ist ja auch so, dass du Wasserwechsel eigentlich beliebig oft machen kannst. Denn die wichtigen Bakterien, die wichtigen Filterbakterien, die sitzen im Bodengrund und im Filter. Die schwimmen aber nicht die ganze Zeit im freien Wasser rum. Das heißt, du kannst problemlos 3-4 Wasserwechsel pro Woche machen. Das schadet dem Becken überhaupt nicht. Das ist kein Problem. Und wenn du da große Wasserwechsel machst, kannst du natürlich auch jeweils immer dafür sorgen, dass dein Becken sozusagen klarer bleibt, weil das Leitungswasser oder das Osmosewasser, was du benutzt, natürlich klar sein sollte. Es ist aber halt im Zweifelsfall, gerade wenn es um Huminsäuren oder sowas geht oder halt um eine starke Abgabe von Schwebstoffen, auch immer nur eine temporäre Lösung. Ja, dann hast du halt 2-3 Tage klares Wasser und dann kommt das Ganze wieder. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Faktor, was kannst du denn deinem Becken zugeben, um so eine Trübung zu entfernen? Da gibt es jetzt verschiedene Mittelchen. Ich habe 3 verschiedene Sachen hier. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Eine komplette Liste findest du auch unten in der Videobeschreibung, was es da so alles gibt. Du musst dir aber bitte sehr genau bewusst machen, was diese Mittel tun oder nicht tun. Vorweg kann man gut Bodengrundzusätze benutzen, die tatsächlich einen Einfluss darauf haben, wie klar das Wasser am Ende ist und bleibt. Der Klassiker ist sicherlich hier von ADA das Clear Super. Das ist... wenn man sich das mal anguckt, es sieht aus wie Kohle und dann schaut man mal hinten drauf und dann sieht man, es ist Kohle. Ja, das ist eigentlich klein geschrotete Holzkohle im Endeffekt. Und wie Aktivkohle zum Beispiel auch, hat Kohle halt eine sehr große Oberfläche und eine sehr große Filterleistung und kann dafür sorgen, dass halt gerade so kleine Schwebstoffe super stark gebunden werden in diesem Mittel und damit auch im Bodengrund und dann eben nicht im Wasser rumschweben. Das heißt, das Zeug, wie der Name halt auch schon sagt, macht das Wasser tatsächlich klarer. Das ist jetzt etwas, was ich im 60p verwendet habe und in dem neuen Mini-M verwendet habe. In dem alten Mini-M, in dem Tropica Mini-M, habe ich als Bodengrundzusatz das Mironekuton verwendet. Das ist ja etwas, was ich schon wirklich seit Tag 1 quasi einsetze in allen meinen Becken. Das ist eigentlich gedacht als Mineralsalz, Mineralzusatz für die Garnelen. Ja, also so einmal die Woche kommt das ins Becken und das tut den Garnelen ganz gut. Es sorgt aber eben auch dafür, dass das Wasser klar wird. Und man kann es auch explizit als Bodengrundzusatz verwenden, also bei der Einrichtung ordentlich auf dem Boden verteilen, beziehungsweise unter dem Boden verteilen. Dann hat das nämlich eine ganz ähnliche Wirkung wie das Clear Super. Das wären also die Optionen, die man machen kann, wenn es um den Bodengrund geht. Was man sozusagen vorher schon machen kann, wie du dein Becken vorbereiten kannst, damit das Wasser halt ständig auch perfekt klar bleibt. Seachem Purigen habe ich schon gesagt, ein Filtermaterial kannst du also auch einsetzen, um das Wasser sehr klar zu kriegen. Gerade wenn es um kleine Schwebstoffe geht, kann es auch helfen, ein extrem feines Filtervlies einzusetzen. Da gibt es von JBL ein spezielles Filtervlies, auch das findest du unten in der Videobeschreibung, was ultra fein ist. Ja, es wird sogar beschrieben, dass das auch Bakterien rausfiltern kann, dass das wirklich kleinste Schwebstoffe rausfiltern kann. Und damit kriegst du dein Wasser auch perfekt klar, aber das Zeug oder dieses Filtervlies setzt sich dadurch natürlich sehr schnell zu und es verringert auch die Durchflussmenge deines Filters, weil es halt so feinporig ist, dass das Wasser wirklich eine Zeit lang braucht, um sich da durchzudrücken. Es funktioniert,
aber es macht natürlich den Aufwand, den Maintenance-Aufwand vielleicht so ein bisschen höher, weil du musst es wirklich regelmäßig reinigen, damit die Filterleistung nicht massiv nachlässt. Und auch so, wenn dein Filter eher so am unteren Bereich ist, was die Umwälzung angeht, ist das vielleicht nicht die richtige Wahl. Filter ist generell auch noch ein Thema, denn eine hohe Umwälzung sorgt auch dafür, dass dein Wasser tendenziell klarer ist, als wenn dein Filter eine sehr schwache Umwälzung hat. Alle meine Becken hier haben eine ziemlich starke Strömung mit relativ großen Filtern. Und die sind natürlich dann auch bestückt mit entsprechenden Filtermaterialien. Ich filter ja tatsächlich kaum biologisch, weil ich keinen großen Besatz habe, aber die sind halt voll mit Filtermatten. Und die dann eben auch in verschiedenen Größen. Mittlerweile machen das alle Filterhersteller eigentlich von Haus aus, dass sie verschiedene Größen einbauen. Man fängt sozusagen in der ersten Filterkammer an mit einer groben Matte und dann wird es immer feiner, immer feiner, immer feiner, um halt auch wirklich allen Kram rauszufiltern. Ich persönlich bin halt kein Freund von diesem Filtervlies, von diesem ultrafeinen Filtervlies, weil das muss man wirklich häufig säubern. Ja? Also im Zweifelsfall irgendwie jede Woche und da habe ich keinen Nerv zu. Und dann sorge ich lieber dafür, dass irgendwie bei der Einrichtung bereits sowas mit im Becken ist, damit das Wasser klar bleibt und ich dann nicht über Filtervlies filtern muss. Also es kommt halt wirklich darauf an, was für eine Art Trübung du hast. Machen wir am Ende aber auch nochmal eine kurze Zusammenfassung zu. So, wenn wir das jetzt alles irgendwie durch haben, was man auch noch machen kann, ist entsprechend Mittel zu verwenden. Und da gibt es auch einmal allen voran das ADA Clearwater, was du einfach so wie so ein Dünger quasi ins Wasser reinhaust. Hier in dem Fall ist das so ein Spritzer auf 10 Milliliter Aquariumwasser. Da sind 200 Milliliter drin, das heißt, je nachdem wie groß dein Becken ist, ist das auch schnell leer. Das muss man auch sehen. Gibt sowas Ähnliches auch noch von Seachem, das heißt dann Clarify. Es gibt sowas Ähnliches auch noch von Microblift, heißt dann auch irgendwie anders. Wie gesagt, findest du auch alles unten in der Videobeschreibung. Funktioniert alles gleich. Das ist ein Mittel, was Schwebstoffe bindet im Wasser. Also ganz ähnlich, wie das auch eine Kohlezusatz macht oder wie das eben auch ein Filtervlies sozusagen machen würde, aber halt als flüssiges Medium. Ja. Es bindet also Schwebstoffe, die können dann absinken, beziehungsweise dann einfach vom Filter besser angesaugt werden. Was es aber auch macht, und das ist wichtig zu wissen, es entfernt Phosphat aus dem Becken. Ja, wenn du also aktiv Phosphat düngst, dann machst du dir das mit so einem Mittel kaputt. Das funktioniert wirklich gut. Ich habe das nämlich in dem 60p tatsächlich am Anfang auch benutzt. Ich habe das, ich glaube, so die ersten 2 Wochen habe ich das eingesetzt. Trotzdem clear super, was im Wasser war. Aber eben die Wurzeln haben halt noch ein bisschen ausgeblutet. Also ich hatte da eben noch ein bisschen Huminsäuren drin. Und dadurch, dass halt viel Soil drin ist, kam da auch immer so ein bisschen noch was mit hoch. Gerade am Anfang, wenn frisch gepflanzt ist. Da kommt ja immer wie so ein bisschen Staub aus dem Soil raus. Und das Zeug macht das innerhalb von einer halben Stunde, vernichtet das. Also das ist wirklich krass, das anzusehen. Ja? Man hat irgendwie so ein leicht staubig wirkendes Becken, dann haut man da, also in dem 60p dann entsprechend haut man da 6 so Spritzer rein und eine halbe Stunde später ist das Wasser glasklar. Also das funktioniert wirklich extrem gut, muss man sagen. Ne? Aber wie gesagt, es ist natürlich ein Verbrauchsmittel in dem Fall. Es ist vergleichsweise teuer dafür. Es ist dann eben auch schnell leer, je nachdem wie groß dein Becken ist. Bei mir ist das jetzt nicht so das Ding. Ich verbrauche dann halt 6 Milliliter für meinen 60p. Da komme ich schon eine Weile mit hin. Bei den kleinen natürlich noch mehr, aber wenn du halt 200 Liter hast oder so, dann muss man gucken. Und es entfernt halt Phosphat, tun die anderen Mittel übrigens auch. Das ist immer einer der Gründe, weil Phosphat auch tatsächlich angesehen wird als ein Stoff, der in hohen Konzentrationen auch zu Wassertrübungen führen kann. Und da musst du dir einfach bewusst darüber sein, düngst du Phosphat zu? Brauchst du Phosphat als Dünger in deinem Becken? Weil wenn ja, ist es keine gute Idee, so ein Zeug da reinzuhauen. So, das wären sozusagen alle Maßnahmen, die man ergreifen kann, um das Wasser wieder klar zu kriegen, falls du eine Trübung hast. Meiner Meinung nach ist aber der wichtigste Faktor für klares Wasser ein vernünftiger Bodengrundaufbau. Denn der Bodengrund in deinem Becken ist die größte Filterfläche, die du hast. Die ist in der Regel größer als dein Filter, als das Filtermaterial in deinem Außenfilter oder welchen Filter du auch immer benutzt. Aber der Bodengrund ist als Filterfläche enorm wichtig. Die meisten Bakterien sitzen dort drin und dort entsteht die größte Filterleistung sozusagen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du deinen Bodengrund vernünftig aufbaust, mit vernünftigen Schichten, mit vernünftigen Zusätzen, dann hast du dauerhaft klares Wasser. Wie gesagt, in dem 60p habe ich am Anfang durchaus auch hier das Clear Super verwendet. Mittlerweile nicht mehr, brauche ich nicht mehr, weil das Wasser bleibt klar. In allen anderen Becken habe ich immer noch auch Bodengrundzusätze verwendet. Das ist tatsächlich etwas, was ich dann eher empfehlen würde, als irgendwie Mittel da reinzuhauen. Aber das Wasser bleibt dauerhaft klar. Ich tue da nichts aktiv für. Ich
pumpt da keine Mittel rein, sondern mit dem, was drin ist, mit dem gut aufgebauten Bodengrund, bleibt das Wasser klar. Ich verlinke dir jetzt nochmal links oben in der Ecke mein Video zum Thema Bodengrundaufbau. Da siehst du, wie ich generell so einen Bodengrund angehen würde. Und ich fasse das hier nochmal kurz zusammen. Meiner Meinung nach sollte ein Bodengrund immer aus 3 Schichten bestehen. Und zwar in der untersten Schicht von Volcano Mineral, also von Lavabruch oder von Power Sand oder von irgendwas Vergleichbarem, aber auf jeden Fall ein grobes, poröses Gestein. Das sollte die unterste Schicht in deinem Bodengrund sein. Denn in dieser Schicht können sich am schnellsten und am leichtesten Bakterien ansammeln, weil es ein poröses Gestein ist, ja, wie schon gesagt, und aber auch, weil die Wasserzirkulation in dieser Schicht viel einfacher ist, weil es eben ein größeres Gestein ist als Soil oder Powder Soil. Das bedeutet, diese unterste Schicht ist am besten durchflutet, bewegt sich am besten, dort kommen am schnellsten Bakterien hin und dort wird wirklich viel rausgefiltert. Darüber kommt dann eine Schicht normales Soil, also normale Korngröße. Das ist sozusagen die Hauptschicht für die Pflanzen, aus denen die Pflanzen die Nährstoffe ziehen und in denen die Pflanzen auch ihre Wurzeln vergraben. Und darüber kommt dann eine dünne Schicht. Die Schicht sollte dünner sein als die Schicht vom Hauptsoil, von Powder Soil. Das dient eigentlich nur der Optik, weil es ist dünner, feiner, ne, es sieht halt gerader, es sieht sauberer aus und es hilft beim Einpflanzen, weil es feiner ist. Denn wenn man die Pflanze reinsetzt, rutscht das Powder Soil sehr viel besser in diese Lücken nach, als es das normale Soil tun sollte. Aber das ist so der klassische Bodengrundaufbau, den ich wirklich sehr empfehlen kann, auch eben in Bezug auf Wasserklarheit. Grobes Gestein unten, am besten Lavabruch, sowas wie Volcano Mineral oder eben sowas wie ein ADA Power Sand. Darüber normales Soil, darüber Powder Soil. Und dann eben auch entsprechend Zusätze noch mit einbringen, weil die funktionieren wirklich und die funktionieren dauerhaft. Entweder so Geschichten wie das ADA Clear Super, was gut funktioniert, oder aber Geschichten wie das Mironekuton, was auch gut funktioniert. Das ist nicht angepriesen als Bodengrundzusatz, kann man aber wunderbar einsetzen. Einfach als allerunterste Schicht, das ist wichtig, als allerunterste Schicht unter dem Volcano Mineral. Das allererste, was das Glas unten auf deinem Becken berührt, sollte so ein Bodengrundzusatz sein. Und dann machst du das einfach so, dass du einfach so ein bisschen von diesem Pulver in dem Becken verteilst, und zwar so, dass halt die ganze Bodenfläche einmal so ganz leicht benetzt ist. Das muss jetzt keine Schicht sein, also nicht 1 Millimeter dick oder so überall fleckend. Man darf ruhig das Glas noch da durchsehen, es sollte aber überall im Becken halt was zu sehen sein. Einfach wie wenn du sozusagen Salz oder Zucker im Becken verteilst und einmal willst, dass es auf der ganzen Bodenfläche sozusagen ankommt. Genauso solltest du mit solchen Mitteln umgehen und sie eben unten auf der Glasplatte des Aquariums verteilen. Darüber dann das grobe Material, Volcano Mineral, Power Sand, whatever, darüber Soil, darüber Powder Soil. Und dann hast du einen Bodengrundaufbau, der eine sehr hohe Filterleistung bietet und der eben dafür sorgt, dass dein Wasser dauerhaft klar bleibt. Also fassen wir nochmal zusammen. Verschiedene Arten von Trübung. Entweder Schwebeteilchen, dann kannst du die rausfiltern mit einem sehr feinen Filtervlies, oder du kannst direkt im Becken etwas einsetzen wie ein Clearwater, wie ein Seachem Clarify, wie irgend so ein Mittel, was halt Schwebteilchen bildet. Aber die lassen sich eben auch relativ leicht rausfiltern, ganz einfach. Zweite Variante, milchig trübes Wasser, heißt Bakterienblüte. Entweder UVC-Klärer oder schlicht und ergreifend aussitzen, das geht von selber wieder weg. Dritte Variante, trübes Wasser, was aber keine Bakterienblüte ist. Da generell Bodengrundzusätze verwenden, was natürlich in dem Fall, wenn das Wasser schon trüb ist, ist es ein bisschen schwierig, aber das Mironekuton ist ja eben auch zum Beispiel als Zusatz, als Wasserzusatz gedacht. Es führt halt Mineralien dem Wasser hinzu, die gerade für Garnelen sehr vorteilhaft sind. Das heißt, das kannst du auch einfach so mal benutzen und es oben auf die Wasseroberfläche träufeln. Auch das macht das Wasser wieder klarer. Vierte Variante, grüne Trübung. Dann hast du grüne Schwebalgen im Becken. Dann solltest du auf jeden Fall Gegenmaßnahmen gegen Grünalgen einleiten. Auch da kann ein sehr feines Filtervlies helfen, wie das, was du in der Videobeschreibung findest, weil auch das in der Lage ist, Schwebalgen rauszufiltern. Aber generell solltest du gegen Algen natürlich entsprechende Gegenmaßnahmen verwenden. Wenn du ein Flüssigmittel verwenden willst, dann pass auf jeden Fall auf, weil das Zeug bindet dir Phosphat im Becken. Wenn du Phosphat düngst, solltest du sowas nicht benutzen, weil es dir eben das Phosphat wieder wegbindet. Die sinnvollste Option ist, direkt bei der Einrichtung darauf zu achten, dass dein Bodengrund vernünftig aufgebaut ist. Benutz einen Bodengrundzusatz, der für zusätzliche Klarheit sorgt. Entweder eben einen Mironekuton, einen ADA Clear Super, sowas in der Richtung. Darüber ein grobes Gestein, ein Volcano Mineral oder ein Power Sand oder irgendwas Vergleichbares. Darüber Soil, darüber Powder Soil und dann hast du einen sehr guten Bodengrundaufbau, bei dem du dir einfach keine Sorgen machen musst, dass das Wasser irgendwann trüb ist.
So, das ist also das ganze Thema klares Wasser und wie ich hier meine Becken klar kriege und warum sie so klar sind. Und das ist kein Hexenwerk. Es gibt halt viel, aber es ist eben sehr speziell dafür, was genau deine Wassertrübung ist. Da musst du also genau drauf achten. Wie genau sieht deine Wassertrübung aus und was kannst du dann als Gegenmaßnahme gegen genau diese Wassertrübung machen? Denn es ist zum Beispiel nicht hilfreich, wenn du eine Bakterienblüte hast und du dann ein Clearwater in dein Becken reinkippst. Das hilft nicht, das bringt nichts, das passiert nichts. Ja? Sondern die Bakterienblüte hat halt eine andere Ursache, da musst du andere Maßnahmen ergreifen. Und ich hoffe dir mit diesem Video dann jetzt mal alles aufgezählt zu haben, was du da machen kannst, was passieren kann und wie du es entsprechend beheben kannst, damit auch du glasklares Wasser in deinem Becken hast. So, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ihm doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniere am besten diesen Kanal, denn dann verpasst du auch keine weiteren Videos mehr in der Zukunft. Und ich blende dir jetzt hier an dieser Stelle wie immer noch 2 weitere Videos ein zu anderen Themen des Aquascapings. Da ist bestimmt auch noch was Spannendes für dich dabei. Schau es dir auf jeden Fall mal an und wir sehen uns dann hier beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.